Heute wollte ich eins meiner Lieblingsrezepte mit euch teilen. Es geht um Spare Ribs, die so zart sind, dass das Fleisch im Mund förmlich schmelzt. Zuerst müssen wir die Gewürze für den Trockenrub vermischen. Dazu geben wir braunen Zucker, geräucherten Paprika, Salz, gemahlenen schwarzen Pfeffer, Cayennepfeffer, Chilipulver, Zwiebelpulver und Knoblauchpulver in eine Schüssel und verrühren alles gut. Wenn das erledigt ist, können wir mit dem wichtigsten Schritt des Rezepts beginnen. Wir müssen die Silberhaut von der Innenseite der Rippchen entfernen. Wir wollen das so schnell wie möglich erledigen, um die Kühlkette nicht unnötig lange zu unterbrechen. Am einfachsten geht das, indem man mit einer Gabel unter die Haut am Knochen entlang sticht. Anschließend die Gabel am Knochen entlang führen, hebeln und mit der Hand unter die Haut greifen und abziehen. Solltet ihr hier abrutschen beim Greifen, verwendet ein Zewa zum Greifen. Das müssen wir mit allen Rippchen machen. Anschließend etwa einen Esslöffel des Trockenrubs pro Seite des Spare Ribs verwenden und den Rub gut einmassieren. Nachdem alle Rippchen mit dem Rub bedeckt sind, müssen wir sie einpacken und zurück in den Kühlschrank stellen. Am besten lasst ihr die Rippchen 24 Stunden lang marinieren. Weniger ist auch möglich, aber mindestens 4 Stunden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Gewürze in das Fleisch einziehen. Anschließend kümmern wir uns darum, die Sauerei in der Küche aufzuräumen. Da wir hier mit rohem Fleisch gearbeitet haben, ist es wichtig, die Oberflächen zu desinfizieren. Achtet aber dabei darauf, dass euer Essen nichts abbekommt. Nach 24 Stunden können wir die Spare Ribs aus dem Kühlschrank nehmen und den Backofen auf 120 Grad Umluft vorheizen. Während der Backofen vorheizt, wickeln wir jedes Rippchen in Alufolie ein. Sobald das erledigt ist, können wir sie in den Ofen schieben. Im Video habe ich nur 4 Kilogramm Spare Ribs verwendet und es passen nicht alle auf ein Blech. Also passt hier auf, dass ihr nicht zu viel der Spare Ribs kauft und nicht genug Platz im Backofen dafür habt. Sobald die Rippchen im Ofen sind, müssen sie dort 4 Stunden bleiben. Während die Rippchen im Ofen sind, können wir uns um die Soße zum Glasieren der Rippchen kümmern. Dazu verrühren wir Orangensaft. Ich verwende beim Orangensaft frische Orangen und presse mir den Saft selber. Ihr könnt natürlich Orangensaft kaufen. Ich mache es nur gern selber, weil der Orangensaft aus dem Laden zu sauer für mich ist. Und der Saft aus frischen Orangen eher milder. Oyster Sauce, Whisky und Braunzucker in einem Topf und bringen die Mischung zum Kochen. Wir wollen die Flüssigkeit im Topf etwa halbieren. Das sollte etwa 15 bis 20 Minuten dauern, je nachdem wie viel ihr macht. Danach können wir die anderen Zutaten hinzufügen. Ketchup, Barbecue-Soße, Trockenrub und Honig. Ich mag gerne die doppelte Menge Soße, damit ich die Möglichkeit habe, die Rippchen nochmal zu dippen. Alles gut verrühren. Die Soße noch einmal aufkochen und vom Herd nehmen. Die Soße abkühlen lassen. Falls ihr vom Trockenrub noch was übrig haben solltet, könnt ihr es einfach in ein Einmachglas geben und für etwaiges anderes Fleisch verwenden. Der Rub ist universell einsetzbar. Die Soße eignet sich auch hervorragend als Dip für Tortillas. Nach 4 Stunden könnt ihr die Rippchen aus dem Backofen holen. Ich mache das Blech für Blech, wenn ich mehr als ein Blech machen sollte. Wir entpacken die Rippchen und glasieren sie mit der Soße. Dazu verwenden wir einen Backpinsel. Sobald die Rippe von beiden Seiten mit der Soße glasiert ist, kommen sie nochmal für 15 Minuten in den Backofen, damit die Soße eintrocknet und am Fleisch haftet. Das machen wir insgesamt 2 Mal. Dann sind die Rippchen servierfertig. Vor dem Servieren die Rippchen noch ein letztes Mal glasieren. Fertig. Guten Appetit. Ich habe die Rippchen off-camera probiert, weil ich zeitlich schon etwas in Verzug war und ich die 4 Kilo nicht für mich alleine gemacht habe. Trotzdem wollte ich eine Bewertung dalassen. Die Rippchen sind mega zart geworden und das Fleisch fällt förmlich von den Knochen. Die Soße schmeckt sehr süß, ist aber auch ein bisschen spicy und eine leichte Note des Orangensafts ist auch noch zu schmecken. Ich fand die Zubereitung sehr entspannt. Das Fleisch am Vortag marinieren
und dann nur noch 4 Stunden backen. Die Rippchen bekommen von mir eine Bewertung von 9,8 von 10. Vielen Dank fürs Zuschauen. In the shadows where we meet,